Warum gehen zwei Engel neben Franz? Und was ist das für ein Kinderspiel? Wo gehen Engel neben einem Menschen? Zwei Engel am Alexanderplatz in Berlin 1928 neben einem ehemaligen Totschläger, jetzigen Einbrecher und Zuhälter. Tja, diese Geschichte von Franz Bieberkopf und seinem schweren, wahren und aufwellenden Dasein ist nun so weit vorgeschritten. Deutlicher und deutlicher, je mehr sich Franz Bieberkopf bäumt und schäumt, wird alles. Es naht der Punkt, wo alles erhellt wird. Er gibt die Partie doch nicht verloren. Er möchte nicht erkannt sein. Das ist Betrug. Der Herr Bieberkopf. Was hat der feine Herr schon alles ausgefressen? Das ist ein Schwerverbrecher. Den müssten Sie einlochen. Dem gehört lebenslänglich. Ein Weib umbringen, mausen, stehlen. Und ein anderes Weib, da ist der auch grad schuld. Was will er denn jetzt noch? Was meinst du, Sarok? Was würde geschehen, wenn man diesen Menschen nicht überließ? Das würde im Grunde nichts ausmachen. Dann meinst du, wir sind eigentlich überflüssig? Ja, ein bisschen meine ich es. Weißt du, ich meine es deswegen, weil es uns ja doch nicht möglich ist, ihn ganz von hier wegzunehmen. Wenn wir diesen Menschen hier wegnehmen, ihn woanders hin versetzen, in ein anderes Dasein, hat er getan, was er hier tun konnte? Das weiß ich nicht. Aber der hier ist doch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Ich sehe nicht ein, warum wir gerade ihn beschützen. Gewöhnlich, ungewöhnlich, was ist das? Ist ein Bettler gewöhnlich oder ein Reicher ungewöhnlich? Der Reiche ist morgen ein Bettler und der Bettler morgen ein Reicher. Er bläst sich auf, markiert den Unschuldigen, spielt den Anständigen, schaut euch das Luder an. Aber wenn ein Bulle kommt, wird ihm der Hut runtergeschmissen. Was soll so ein Kerl noch länger leben? Ich bin auch krepiert. Ich bin ja jünger gewesen wie der da. Da war ich schon tot. Da konnte ich schon nicht mehr Piep sagen. Nimm den Hut ab, Affe. Bist doch kein Redakteur. Du Ochse. Du kennst doch noch nicht mal das Einmaleins. Pass auf, ich krieg's auch noch. Lass ihn doch in Ruhe. Der spinnt doch. Bei dem sitzt doch bloß eine Schraube locker. Guck mal, mit zwei Engeln geht der spazieren. Und sein Schatz ist eine Leiche auf dem Präsidium. Mit dem ist doch nichts mehr los. Wegen so einem schreit man doch nicht. Mein Leben ist zu Ende. Mit mir ist es aus, ich hab genug. Was für eine Stadt ist das? Was für eine riesengroße Stadt. Und was für ein Leben. Was für ein Leben habe ich in ihr geführt. Aber die Mieze habe ich nicht umgebracht. Das habe ich nicht getan. Und ich weiß nicht, wie das alles gekommen ist. Haben Sie ja doch nach dir gerufen, wie sie gestorben ist. Wird jetzt schon angekommen sein hier. Kommen hier schneller an, als man denkt. Kann nicht mehr leben. Wisst doch mal meine Eltern und mein Kind. Mir ist das Leben zur Qual. Nur der Reinhard hat braucht den Gewissen. Er soll sich euthanasieren. Mich hat er nur als Spielball benutzt und ausgesogen. Ein großer gemeiner Lumm. Er allein hat mich unglücklich gemacht. Ein ruinierter Mensch bin ich geworden. Ist meine Mieze hier? Nicht traurig sein. Sie dürfen nicht traurig sein. Aber wo ist dann meine kleine Mieze? Mein Sohn, was bekümmert dich? Nun sag schon, was bekümmert dich? Ich wollte bloß meine Mieze sehen, sonst ja nicht. Die kommen hier bloß so vorbei. Schau mal, ich bin schon tot. Man muss das Leben nie so schwer nehmen. Und den Tod auch nicht. Man kann sich alles erleichtern. Wie ich genug hatte und krank geworden bin, was habe ich gemacht? Ne? Meinst du, ich werde warten, bis ich mich durchliege? Wozu? Habe ich die Morphiumflasche neben mich gestellt. Ne? Dann habe ich gesagt, Musik lauter, Klavier, Jazz, Schlager. Habe ich mal vorlesen lassen aus Platon. Nur das große Gastmahl.
Ist ein schönes Gespräch. Ja. Und währenddem habe ich mir heimlich unter der Bettdecke Spritze um Spritze gegeben. Ich habe sie gezählt. Eine dreifach tägliche Dosis. Und immer habe ich noch das Klimpern gehört. Lustig. Und mein Vorleser sprach von Sokrates. No, es gibt kluge Menschen. Und es gibt weniger kluge Menschen. Kommen Sie, rasch, schneiden Sie ihn ab. Er will nicht in seinem Grab bleiben. Immer steigt er auf die Bäume und denkt schief. Ja, aber warum denn? Wissen Sie, er war so lange krank. Keiner konnte ihm helfen und verschicken haben sie ihn auch nicht wollen. Immer haben sie gesagt, er wird sich nur verstellen. Da ist er in den Keller gegangen und hat sich einen Hammer und einen Nagel mitgenommen. Ich habe noch gehört, wie er im Keller hämmert. Ich denke, was macht er da? Ist gut, dass er was arbeitet und nicht immer so herumsitzt. Vielleicht baut er einen Kaninchenstall. Aber er hat sich nur einen ganz starken Nagel in die Decke eingeschlagen. Wollte sicher gehen. Was haben Sie? Ist das, junger Mann? Was winseln Sie denn? Wollen Sie sich auch umbringen? Nee, hier haben sie meine Braut umgebracht und ich weiß nicht, wo sie liegt. Ach, dann suchen Sie mal da hinten, das sind die Neuen. Warum kannst du nicht endlich unten liegen bleiben? Warum musst du immer wieder auf die Bäume steigen? In Berlin starben 1927 ohne Totgeborene 48.742 Personen. 4.570 an Tuberkulose, 6.443 an Krebs, 5.656 an Herzleiden, 4.818 an Gefäßleiden, 5.140 an Gehirnschlag, 2.419 an Lungenentzündung, 961 an Keuchhusten, 562 Kinder starben an Diphtherie, an Scharlach 123, an Masern 93, es starben 3.640 Säuglinge. Geboren wurden 42.696 Menschen. Mieze! Mieze! Mieze, was haben wir denn gemacht? Warum haben sie das mit dir gemacht? Du hast doch ja nichts getan, Mieze. Diesen Mann hier, so gewöhnlich sein Weg im Film auch gewirkt haben mag, unterscheidet doch eines vom gemeinen Gewöhnlichen. Was könnte das sein, was diesen hier vom gemeinhin Gewöhnlichen unterscheidet? Wo du doch gerade erklärt hast, gewöhnlich und ungewöhnlich sind nur Worte ohne Inhalt. Dieser Mann hier hat versehentlich verpasst, erwachsen zu werden, Sarok. Aber jetzt ist er dicht dran. Und alle, denen dieses seltene Unglück widerfährt, haben, wenn sie dicht dran sind, sehen zu werden und zugleich fühlen. Leicht die Neigung, nur zu wissen und dann zu entweichen, zu sterben. Diese seltene Anstrengung hat seinen Körper und seine Seele abgemüdet, verstehst du das? Ja, bis hier habe ich es verstanden. Aber angenommen, wir retten sein Leben. Also ein Leben mit abgemüdetem Körper und abgemüdeter Seele. Welch ein Leben wird das sein? Nicht mehr und nicht weniger als ein gewöhnliches Leben. Aber warum dann unsere Anstrengungen und Mühen? Wer könnte interessiert sein an der Erhaltung solch eines Lebens? Das eben ist das Geheimnis. Sieh, du weißt doch auch nicht, Sarok, wie du geworden bist, was du bist. Wie du warst. Wie du dazu kommen konntest, hier mit mir zu gehen und andere Wesen zu beschützen. Ja, Tiara, das ist wahr, das weiß ich nicht. Man ist nie stark von sich aus, von sich allein. Man hat schon etwas hinter sich. Stärke will erworben sein. Du weißt nicht, wie du sie erworben hast. Und so stehst du jetzt da. Und dir sind Dinge keine Gefahren mehr, die andere umbringen. Mieze, was kann ich denn machen? Warum schmeißt du mal nicht auch in so ein Grab? Wie lange geht es doch mit mir? Aufs Neue geht's hinaus ins Feld, gelenkt durch Gottes Kraft.
erste Dreckschwein gewesen. Du bist das erste gemeine, hinterhältige Dreckschwein gewesen. Du hast angefangen, mir zu zerstören. Du hast angefangen, mir aufzufressen. Mir kaputt zu machen. Mit dir hat es angefangen. Ja, am 22. November willst du dir einen Schnupfen holen? Willst nicht lieber in deine geliebte Kneipe gehen und dir einen genehmigen? Rausgeben den Reinhold. Du gehörst ins Irrenhaus. Du hast einen Nervenklaps. Der soll rauskommen! Dieses giftige Luder! Dieser geile Hund! Oder hast du keinen Mut, rauszukommen? Nach wem rufst du denn, wenn er doch keine Antwort gibt? Rufst einen, der gar nicht da ist. Wird doch keiner so verrückt sein und da sein, wo du ihn suchst. Polizei! Mein Gott. Franz, was machst du denn da auf der Erde? Wieso? Die ganze Stadt sucht nach dir. Und mit dem einen Arm ist doch sowieso ein Wunder, dass dich noch nicht haben. Ist da ansonsten was erreicht? Ich kann nichts machen. Aber ich muss es aushalten. Das kann man kaputt machen. Das Mädchen hat er abgemurkst. Und ich stehe da wie ein Hannepampel. Wir glauben dir, Franz. Beide glauben wir dir. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Ich hab genug ausgehalten und getan. Mehr kann ich nicht. Das kann mal keiner absprechen, was ich mal nicht gewehrt habe. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Aber weil ich den Reinhold nicht kann töten, bringe ich mal selber um. Ich fahre in die Hölle. Mit Pauken und Trompeten! Das ist der Mann. Wir fahren in die Hölle mit Pauken und Trompeten. Für diese Welt haben wir nichts übrig. Die kann uns gestohlen bleiben mitsamt allem, was drauf, drunter und drüber ist. Mit ihren ganzen Menschen, mit den ganzen Männern und Frauen, mit dem ganzen höllischen Gelichte. Man kann auf keinen bauen. Wenn ich ein Vöglein wäre, nehme ich einen Haufen Dreck und schmeiß es mit beiden Beinen hinter mir und flög dann weg. Was ist denn los, André? Hm? Ich schäme mich. Das verstehe ich nicht. Weshalb schämst du dich denn? Deinetwegen. Meinetwegen? Wieso das denn? Weil ich dich liebe. Aber das ist doch Unsinn. Das ist doch ganz normal hier drin. Hier drin liebt man sich. Und draußen, da ist alles ganz anders. Da hat man's vergessen. Das ist es eben. Meinetwegen kann es hier drin für jeden normal sein. Für jeden, aber nicht für mich. Für mich ist es einfach nicht normal. Das ist wirklich Unsinn, André. Das ist wirklich nur, weil du zum ersten Mal drin bist. Das ist den meisten so gegangen. Die haben sich geschämt. Und wie sie dann wieder draußen waren und alles wieder so war wie früher, da haben sie gelacht drüber. Und haben einfach gesagt, na ja, haben wir ein bisschen Spaß gehabt drin. Besser als gar nichts, verstehst du? Es geht doch nicht nur darum. Es ist auch noch was anderes. Mein ganzes Leben lang war ich verrückt nach Weiber. Und
hab sie gleichzeitig satt gehabt und nicht gewusst, wie ich sie loswerde. Und hab immer drunter gelitten, dass ich sie nicht ertragen habe. Und dass sie nicht weggegangen sind. Mein ganzes Leben lang. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass du rauskommst und ich bleib hier, ist ganz einfach das erste Mal, dass ich mal selber nicht verstehe. Ich verstehe mal ganz einfach nicht. Wenn du übermorgen rauskommst, dann... Und früher war das eben immer anders. Immer ganz anders. Vier Jahre soll ich hier noch sitzen. Und alles wegen so einer Idiotie. Was sind schon 4 Jahre? Und dann auch noch ohne dich. Ich hätte nicht mal gewusst, wo ich einen Schnaps herkriege heute. Ich bin völlig aufgeschmissen. Wenn du erst ein bisschen länger hier bist, dann hast du alle Tricks raus. Dann kommst du an jeden Schnaps der Welt. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und ich kann es auch nicht ertragen. Und ich kann auch so nicht leben. Und dann kommt da dieser ekelhafte Pollack dazu. Ich halte es nicht aus. André, was wollte der überhaupt? Ach, was? Spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Wie kann ich auch wissen? Mein Gott, dass das 4 Jahre wären. Wäre ich da nie drauf gekommen, dass die mir 4 Jahre geben. Was hast du denn mit diesem Polen? Bist doch selber ein Pole, oder? Was hast du denn gegen den? Ich bin kein Pole. Das ist es, was er von mir wollte. Dass er weiß, ich bin kein Pole. Das verstehe ich nicht. Ich denke, du heißt Andrzej Moroskiewicz. Und das ist doch polnisch, oder was? Das ist es eben. Ich heiße nicht Andrzej Moroskiewicz. Oder sonst wie. Das ist es. Und jetzt will er mir erpressen. Bis ich nicht mehr kann. Wie eine Zitrone will er mal auspressen. Er hat mir in der Hand. Ja, wieso läufst du denn mit so einem polnischen Pass rum, wenn du nicht so heißt? Mein Gott. Warum laufe ich mit so einem Pass rum? Ganz einfach, weil ich super schlau sein wollte. Und hier eine Straßenbahnhaltestelle und reiß einer die Tasche weg und lass mal verhaften. Wie ich dann vor Gericht war, da war das der Pass von ihm, der gesucht worden ist. Ich hab dir so lieb. Und wenn du auch kein Mädchen bist, ich fass dir so gerne an. Du hast so eine schöne Haut. Ich werd kaputt gehen, wenn du weg bist. Ich geh drauf. Deswegen verstehe ich die Geschichte mit dem Namen trotzdem nicht. Mein Gott. So jetzt einfach. Ich hab ihn gekillt. Hast du gehört? Ich hab ihn umgebracht. Schau mal nicht so an, bitte. Ich wollte nicht. Ist einfach passiert. Komm her. Komm.
Was ist? Es hat ihn erwischt. Wir müssen ihn ins Krankenhaus fahren. Unsinn. Das Beste ist, wir machen ihn ganz hin. Wir fahren noch ein paar Mal drüber und schmeißen ihn in den Straßengraben. Im Polizeigefängnis vermuten sie zwar erst, Franz Bieberkopf schiebt einen Ball, spielt den Verrückten, weil er weiß, dass es um die Rübe geht. Dann sieht sich aber der Arzt den Gefangenen an, man bringt ihn ins Lazarett nach Moabit, aber auch da ist kein Wort aus ihm herauszukriegen. Der Mann ist scheinbar wirklich verrückt. Er liegt ganz starr, blinkt nur wenig mit den Augen. Als er 2 Tage die Nahrung verweigert hat, fährt man ihn nach Bucha raus in die Irrenanstalt auf das feste Haus. Das ist in jedem Fall richtig, denn beobachtet muss der Mensch sowieso werden. Da sitzt am Wasser die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Sie sitzt auf einem scharlachroten Tier und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das ist zu sehen, das musst du sehen. Jeder Schritt von dir freut sie. Trunken ist sie vom Blut der Heiligen, die sie zerfleischt. Es sind die Hörner, mit denen sie stößt. Sie kommt aus dem Abgrund und führt in die Verdammnis. Da, sieh sie an! Die Perlen mit Purpur, den Scharlach, die Zähne, wie sie fletzt. Die dicken, fahlen Lippen, über die ist das Blut geflossen. Damit hat sie getrunken. Hure Babylon, goldgelbe, giftige Augen, wampige Hals, wie sie dich anlacht.
haben den Franz erst in den Wachsaal gesteckt, weil er immer splitternackt dalag und sich nicht zugedeckt hat. Sogar das Hemd riss er sich immer ab. Das war das einzige Lebenszeichen, das Franz Bieberkopf einige Wochen gab. Die Augen hielt er immer fest zugepresst. Er lag ganz steif und jede Nahrung hatte verweigert, sodass man ihn mit der Schlunzsonde hat füttern müssen. Wochenlang nur Milch und Ei und etwas Cognac dabei. Geht sehr weit in seiner Fürsorge. Finden Sie nicht? Schon fast aufdringlich, ne? Er muss es eben noch lernen. Tja, das hat er davon. Tja, das hat er davon. Von Hardenberg öffnen! Ich verstehe das nicht, Bieberkopf. Warum lassen Sie sich denn nicht helfen von uns? Ich will Ihnen doch nur helfen. Von Hardenberg, öffnen! Mensch, mach doch die Augen auf. Mich kannst du doch hören. Ich schieb doch auch so einen Ball. Home sweet home. Weißt du, süßes Heim. Das ist für mich unter der Erde. Wenn ich nicht zu Hause bin, will ich unter die Erde. Die Mikrozephalen wollen mir zum Troglodyten machen. Höhlenwesen. In dieser Höhle soll ich wohnen. Du weißt doch, was ein Troglodyt ist? Das sind wir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Als Opfer seid ihr gefallen im Kampf, in heiliger Liebe zum Volke. Ihr gabt euer alles hin für das Volk. Und Leben und Glück und Freiheit. Das sind wir. Mensch, verstehst du das nicht? Das sind wir. In prunkvollen Räumen schmaust der Despot, die Unrast im Wein ersäufend. Doch drohende Zeichen schreibt eine Hand schon längst auf der üppigen Tafel. Ich bin Autodidakt. Was ich gelernt habe, habe ich von mir alles aus dem Gefängnis Festung. Jetzt sperren Sie mich hier ein. Sie entmündigen das Volk. Sie halten mich für gemeingefährlich. Ja, das bin ich. Ich bin Freidenker. Das kann ich dir sagen. Du siehst mich hier sitzen. Ich bin der ruhigste Mensch von der Welt. Aber wenn man mich reizt, es kommt eine Zeit und das Volk erwacht, das mächtige, kraftvolle, freie. So ruht denn ihr Brüder, edel und groß, habt ihr für uns euch geopfert. Ich kann mir nicht helfen, aber ich halte das Leiden von Franz Bieberkopf für psychogen. Also seine Starre hat von der Seele ihren Ausgang. Es ist ein krankhafter Zustand von Hemmung und Gebundenheit, den eine Analyse schon klären würde.
Vielleicht als Rückgang auf älteste Seelenstufen. Wenn. Das große Wenn. Das sehr bedauerliche Wenn. Ja, schade. Aber dieses Wenn stört erheblich. Wenn Franz Bieberkopf sprechen würde, wenn er sich mit uns zusammensetzen würde und gemeinsam mit uns seinen Konflikt liquidieren würde. Also nächstens glauben Sie auch noch, dass die Paralyse seelisch bedingt ist. Und die Spirocheten sind zufällige Läuse im Gehirn. Die Seele, oh, moderne Gefühlskiste. Medizin auf den Flügeln des Gesanges. Also ich an Ihrer Stelle, ich würde es mal mit Elektrizität versuchen. Das hilft zwar auch nicht, ist aber auf alle Fälle besser als das ganze Gequatsche. Naja, im Grunde ist es auch Unsinn. Nehmen Sie einen schwachen Strom, dann hilft es nichts. Und nehmen Sie einen starken, dann können Sie was erleben. Kennt man ja aus dem Krieg. Starkstrombehandlung, Mann Gottes. Na, ist hier nicht erlaubt. Das nennt man eben moderne Folter. Also schön. Was soll man dann etwa Ihrer Meinung nach mit einem solchen Fall wie mit dem von Franz Bieberkopf machen? Erstens stellt man die Diagnose und wenn möglich die richtige. Mit einem kaputten Bein, da können Sie machen, was Sie wollen. Das heilt nicht auf Zureden. Und da können Sie noch Klavier zuspielen. Das heilt einfach nicht. Das will, man soll die Knochen richtig einrenken und eine Schiene anlegen. Dann geht's sofort. Bei einem Hühnerauge ist es nicht anders. Das verlangt, man soll pinseln. Oder sich bessere Stiefel kaufen. Letztes ist zwar teurer, aber auch zweckmäßiger. Also, was soll man in diesem Fall Bieberkopf tun? Ich frage es einfach noch einmal. Was ist Ihre Meinung, Herr Dr. Preuß? Sie haben es doch gerade gehört. Die richtige Diagnose stellen. Und die lautet hier, nach meiner freilich längst überholten Diagnostik, Katatoner Stupor. Übrigens, wenn sich nicht noch ein ganz grober organischer Befund dahinter verbirgt. Im Gehirn, eine Geschwulst, im Mittelhirn. Katatoner Stupor. Ja, was da so mit Starre da liegt, diese Schweißausbrüche. Und dann zwinkert es gelegentlich und beobachtet uns. Ganz ausgezeichnet. Aber sagen tut's nichts. Und essen tut's auch nichts. Aber schließlich gibt der Herr Simulant oder ein Psychogener doch aus dem Land. Verhungern? So weit lässt der es nicht kommen. Was ändert sich für den Mann bei dieser Diagnose? Die hilft ihm doch gar nichts. Was sagen Sie dazu, Herr Oberarzt? Schauen Sie mal, der hätte doch längst zugegriffen, Menschenskinder, wenn es sich bei dem um die sogenannte Seele handeln würde. Wenn so ein ausgekochter Zuchthäusler sieht, dass da so ein junger Herr ankommt, der natürlich einen Dreck von ihm weiß. Entschuldigen Sie, wir sind ja hier unter uns, der will mich gesund beten. Für so einen Jungen sind Sie doch ein gefundenes Fressen, das kann der gebrauchen. Und was er dann tut, schon längst getan hätte, sehen Sie, Kollege, hätte der Junge Verstand und Berechnung. Aber das ist es ja doch, Herr Oberarzt. Er ist ja gehemmt. Es ist ja auch nach meiner Ansicht nach eine Sperrung, aber eben durch seelische Momente bedingt. Verlust des Kontaktes mit der Realität durch Enttäuschungen, Versagungen. Dann kindliche Triebansprüche an die Realität. Fruchtlose Versuche, den Kontakt wiederherzustellen. Quatsch, seelische Momente. Dann würde er eben andere seelische Momente haben. Dann hört er auf mit der Sperre, mit der Hemmung. Die schenkt er Ihnen zu Weihnachten. In einer Woche steht er auf, mit Ihrer Hilfe. Gott, was sind Sie für ein großer Gesundbeter. Gepriesen die neue Therapie. Sie schicken ein Huldigungstelegramm an Herrn Freud nach Wien. Eine Woche später geht er bereits auf dem Korridor mit Ihrer Hilfe spazieren. Wunder, Wunder, Halleluja. Noch eine Woche kennt er sich bereits auf dem Hof aus. Und noch eine Woche ist er, dank Ihrer wohlwollenden Unterstützung, hinter Ihrem Rücken, Halleluja, Heidi, auf und davon. Das verstehe ich nicht. Das müsste man doch einmal versuchen. Das glaube ich nicht, Herr Oberarzt. Aber ich. Das werden Sie noch lernen. Das müssen Sie erlebt haben. Und dann quälen Sie den nicht weiter, den Mann.
Glauben Sie mir, das hat doch alles keinen Zweck. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Und das ganze Haus fragt bloß noch, was kriegt er denn heut, unser Franz, für eine Spritze? Und sie lachen sich eins hinter den Ärzten, denn bei dem nützt es eben nicht. Da kommen sie nicht durch, das ist ein harter Junge. Der ist von den Härtesten, der zeigt's ihnen allen. Der weiß, was er will. Wer ist denn dieser verlogene Kerl? Schnarr. Regen Sie sich ab, meine Herren. Es lohnt sich nicht sehr um den Mann. Ist nicht viel los mit dem Kerl. Ist kein Fleisch und kein Fett mehr dran. Der ist bald kalt. Dem legen Sie jetzt schon Wärmkrucken ins Bett. Und ich habe auch schon sein Blut. Er hat selbst nur noch ein bisschen davon. Damit kann er sich nicht mehr wichtig tun. Es ist, wie ich sage. Regen Sie sich ab, meine Herren.
but honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when it sang the blues. You know, good enough for me and my Bobby. Mach mal bitte. Mach mal bitte. Ein Loch durch die Wand. Dass ich fliehen kann. Bis ans Ende der Welt. Der Mensch ist ein hässliches Tier. Der Feind aller Feinde. Das widrigste Geschöpf, was es auf der Erde gibt. Es ist nicht gut, in einem Menschenleib zu leben. Ich möchte lieber unter der Erde kauern, über die Felder laufen und fressen, was ich finde. Und der Wind weht und der Regen fällt. Die Kälte kommt und vergeht. Das ist besser, als in einem Menschenleib zu leben. Ja! Ja! Gleich habt ihr das geschafft. Weiter so. Gleich ist das Loch groß genug, dass ich raus kann. Dass ich raus kann aus meiner Haut. Mietste. Da sitzt am Wasser die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Sie sitzt auf einem scharlachroten Tier, das 7 Häupter hat und 10 Hörner. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nicht heute. Heute nicht. Halt so auf. Halt so auf.
betrunken, dass sie vom Blut der Heiligen, die sie zerfleischt. Sie kommt aus dem Abgrund und führt in die Verdammnis. Il vento sul mare luccica l'astro d'argento placida e l'onda prospero il vento e inizia di lei Der Tod singt ein langsames, langsames Lied. Es ist Zeit für mich zu erscheinen bei dir, weil ja schon aus dem Fenster die Samen fliegen und du dein Laken ausschüttelst. Als wenn du dich nicht mehr hinlegst. Ich bin kein bloßer Mähmann. Ich bin kein bloßer Sämann. Es kommt drauf an, hier zu sein, um zu bewahren. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich stehe hier und habe zu registrieren. Der hier liegt und sein Leben und seinen Körper preisgibt, ist Franz Bieberkopf. Wo er auch ist, weiß er, wohin er geht und was er will. Das ist gewiss ein schöner Gesang. Aber hörst du das? Und was soll das eigentlich heißen? Das singt der Tod. Ich will nur die lautere Wahrheit sagen. Die lautere Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, Franz Bieberkopf gehört dem Tod. Diesem Tod. Und hört ihn langsam singen, der wie ein Stotterer singt, immer mit Wiederholungen wie eine Säge, die ins Holz fährt. Ich habe hier zu registrieren, Franz Bieberkopf. Du willst zu mir? Ja, du hast recht gehabt, Franz, dass du zu mir kamst. Wie kann ein Mensch gedeihen, wenn er nicht den Tod aufsucht? Den wahren Tod, den wirklichen Tod. Du hast dich dein ganzes Leben bewahrt. Bewahren, bewahren. Das ist das furchtsame Verlangen der Menschen. Und so steht es auf einem Fleck und so geht es nicht weiter. Als Lüders dich betrog, habe ich zum ersten Mal mit dir gesprochen. Du hast getrunken und hast dich bewahrt. Dein Arm zerbrach. Dein Leben war in Gefahr, Franz. Gesteh es, du hast in keinem Augenblick an den Tod gedacht. Ich schickte dir alles, aber du erkanntest mich nicht. Und wenn du mich errietst, so bist du immer wilder und entsetzter von mir davongerannt. Dir ist nie in den Kopf gekommen, dich zu verwerfen und was du begonnen hast. Du hast dich in Stärke hineingekrampft und noch immer nicht ist der Krampf verdampft.
Und es nützt doch nichts. Hast selber gefühlt. Es nützt doch nichts. Es kommt der Augenblick, da nützt nichts. Der Tod singt dir kein sanftes Lied und legt dir kein wirkendes Halsband um. Ich bin nicht Leben und die wahre Kraft. Ich will mal endlich nicht mehr bewahren. Meine Kraft ist stärker als die dicksten Kanonen. Du willst nicht in Ruhe vor mir irgendwo wohnen. Du willst dich erfahren. Du willst dich erproben. Das Leben kann sich ohne mich nicht lohnen. Komm, nähere dich mir, damit du mich siehst. Damit du siehst, wie du ganz unten in einem Abgrund liegst. Es ist so dunkel. Ich kann ja nichts sehen. Du willst nur nicht näher heran zu mir. Dann will ich dir Licht machen. Dann findest du hin. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. Wenn du nicht Mut hast, im Finstern zu kommen, dann mache ich dir eben Licht, dass du näher heran kannst an mich.
es gut, dass du leidest. Ist nicht besser, als dass du leidest. Nun lass mal nicht leiden. Mach doch ein Ende. Das nützt nicht zu enden. Geht alles von alleine zu Ende. Du hast es doch in der Hand. Mach doch ein Ende. Ich hab nur einen Ball in der Hand. Alles andere hast du in der Hand. Was hab ich in der Hand? Mach doch ein Ende. So weit ist es gekommen, dass ich hier stehe und so mit dir spreche. Dass ich wie ein Schinder und Henker hier stehe und an dir würgen muss wie in einem giftigen, schnappenden Tier. Ich hab dir gerufen. Immer wieder. Hältst du für einen Schallplattenapparat. Für ein Grammophon, das der andere ist, wenn du Spaß hast. Und dann hab ich zu rufen. Wenn du keine Lust mehr hast, dann stellst du mal ab. Dafür hältst du mir, oder was? Halt mir nur dafür. Aber jetzt siehst du, das Ding ist anders. Was hab ich denn gemacht? Hab ich mal nicht genug gequält? Ich kenne keinen Menschen, der mit so gegangen ist wie mir. So jämmerlich und so erbärmlich. Du bist nie da gewesen. Dreckskerl, du. Ich hab meinen Lebtag keinen Franz Bieberkopf gesehen. Und als ich dir den Lüders geschickt hab, da hast du die Ohren nicht aufgemacht. Da bist du nicht zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Da hast du gesoffen. Schnaps und Schnaps und immer nur saufen. Ich wollte anständig sein. Anständig. Aber der hat mal betrogen. Und ich sage dir, du hast die Ohren nicht aufgemacht. Du krummer Hund. Schimpfst über Gauner und Gaunereien und kickst dir die Menschen nicht an. Und fragst nicht, warum und wieso. Was bist du für ein Richter über den Menschen und hast keine Ohren? Blind bist du gewesen und frech dazu. Hochnäsig der Herr Bieberkopf aus dem feinen Viertel. Und die Welt soll so sein, wie er will. Ist ganz anders, mein Lieber. Ganz anders. Jetzt merkst du es. Die kümmert sich nicht um dich. Die Welt. Als Reinhold dich gepackt hat und dich unter das Auto geschmissen hat. Noch nicht mal zusammengeklappt bist du. Noch nicht mal zusammengeklappt ist unser Franz Bieberkopf. Und wie er noch unter den Rädern gelegen ist, schwört er will stark sein. Sagt sich nicht, nur mal überlegen, nur mal den Grips zusammennehmen. Nee, der sagt, ich will stark sein. Nicht merken willst du, dass ich mit dir rede. Aber jetzt hörst du mich, oder? Ich sie merk. Warum? Was denn? Nicht zuletzt Nietzsche, Franz. Schande. Sag Schande! Schrei Schande! Kann ich. Wisst ja nicht warum. Schrei Schande! Sie ist zu dir gekommen, war lieblich, hat dich beschützt, hat Freude gehabt an dir. Und du? Was war der Mensch? So ein Mensch, wie eine Blume. Du gehst hin und prahlst mit ihr vom Reinhold. Vor dir der Gipfel aller Gefühle. Aber du
Du willst ja bloß stark sein. Bist glücklich, dass du mit dem Reinhold fechten kannst, dass du ihm über bist und reizt ihn mit ihr. Da denkst du immer nach, ob du nicht selber schuld dran bist, dass sie nicht lebt. Und keine Träne hast du vergossen, um sie, die für dich gestorben ist. Für wen denn sonst? Waiting for a train when I see the mist faded as my dream. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. Nur geklönt. Ich und was für Unrecht ich erleide. Wie edel ich bin und wie fein man mich nicht zeigen lässt, was ich für einer bin. Sagt Schande, schrei Schande. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy now when he sang blues. You know, Gewiss ja nicht. in my Bobby, yeah. Den Krieg hast du verloren. Mit dir ist es aus. Kannst einpacken. Lass dich doch einmotten. Hast du ausgespielt? Oh, so ein Luder. Hast du einen Kopf gekriegt und ein Herz und Augen und Ohren und denkst, dass es gut wäre, wenn du anständig bist, was du so anständig nennst. Und siehst nichts und hörst nichts und denkst nicht und lebst drauf los. Man kann tun, was man will. Ja, was soll ich denn tun? Was denn? Sag mal doch, was man tun soll. Ich sag nichts. Quatsch mich nicht an. Bist du im Kopf? Hast keine Augen? Bist ja gar nicht geboren. Mensch. Bist ja gar nicht auf die Welt gekommen. Du Missgeburt mit Wahnideen, mit frechen Ideen. Papst Biberkopf. Der musste geboren werden, damit wir merken, wie es ist. Die Welt braucht andere Kerle. Heller. Die sehen, wie es ist. Nicht aus Zucker, aber aus Zucker und Dreck und alles durcheinander. Aber dein Herz hier. Franz, dein Herz. Damit es aus mit dir ist. Damit ich's in den Dreck schmeißen kann. Wo es hingehört. lass mich doch noch ein bisschen besinnen. Nur ein bisschen. Dein Herz raus, Kerl. Nur ein bisschen. Dein Herz, Franz. Ich hol's Bier. Dein Herz.
jeden Urlaub. Ich brauche jeden Mann. Ihr habt aber verstanden. Ich kann jeden Urlaub. Mensch, ich hab doch hier zu tun. Nur mal lustig. Ich brauche jeden Mann. Gott, so ein kleines Mädchen. Wird sich schon einleben drüben. Wir sollen schön brav sein. Und dann wird es dir gut gehen. Na? Überall sind Wohnungen, in denen sich die Menschen wärmen, sich lieb ansehen oder kalt nebeneinander sitzen. Dreckbuden und Kneipen, wo einer Klavier spielt. Meistens so olle Schlager, aber manchmal auch ganz neue. Kennen Sie das? Ramona, tati 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 tata, tatita, tati 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 tata. Da.
Bitte. Sie brauchen keine Rücksicht zu nehmen. Wirklich nicht. Hm? Komm, wir fahren weiter. Was hat er gesagt, der Tod? Ich muss wissen, was der Tod gesagt hat. Kenn ich doch. Will das? Ja. Auf die Leute gewartet. Dabei ist das so ein kleines Männchen und Schmiersäcke. Steht ein Soldat am Folgerstrand. Hält Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, Ja, das hat er gemacht. Beraubt hat er sie. Richtig beraubt. Wegen der Kneipe sitze, da kommt der Lüders drin. Und wie er mir sieht, da ist er direkt wieder weg. Und Maxi hebt mir einen Brief von ihr. Und da steht alles drin. Und was passiert jetzt mit mir? Mir sind auf einmal die Beine abgehackt. Wirklich. Richtig abgehackt. Und ich frage mal, warum? Warum? Warum kann ich nicht aufstehen? Was ist denn? Was ist denn hier plötzlich? Was ich gesagt habe. Ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Es geht einfach nicht mehr. Bewegen sich nicht mehr. Wollen Sie einen Cognac, Biberkopf? Wohl ein Trauerfall? Ja, Hat es Sie persönlich betroffen? also meine Beine. Mir haben sie meine Beine abgehackt, ich weiß nicht. Hier.
Haben Sie hier nicht mal Würstchen verkauft? Doch sicher, daher kennen wir uns doch. Aber das ist schon lange her. Aber dit? Ich meine dit. Ach, Sie meinen das Hakenkreuz? Das trage ich jetzt. Und zwar mit Stolz, Herr Bieberkopf. Sie haben es damals auch getragen. Ja. Ja, ich hab das damals auch getragen. Aber haben Sie mir damals nicht gesagt, Sie sind Jude? Aber natürlich. Das heißt doch nicht, dass man auch gleich den falschen Weg gehen muss. Ich bin eben jetzt auch den richtigen gegangen. Guten Tag, Herr Bieberkopf. Pfui Teufel. Und Luder. Ja, das bist du. Was willst du denn hier? Willst du da wichtig tun vor mir? Hier wäscht kein Regen rein. Du Strolch. Du Mörder. Du Schwerverbrecher. Weiß gut, dass du hier gekommen bist. Du hast mir gefehlt. Ja, komm doch, du Dreckskerl. Haben sie dir immer noch nicht gefasst? Pass auf, dass du nicht verschütt gehst. Was ist denn jetzt mit der Franz? Was bist denn jetzt? Kein Mörder! Wer hat mir das Mädel gezeigt? Und wer hat sie aus dem Mädel nicht gemacht? Ha? Und ich muss unter der Bettdecke kriechen. Großschnauze. Wer war denn das? Deswegen brauchst du nicht umzubringen. Und?
Bist dabei? Hast du nicht selber fast krumm geschlagen, hä? Und da soll noch eine sein, eine, die heißt Ida, liegt in der Landsberger Allee. Die ist ja auch nicht von allein auf den Kirchhof gekommen. Aber das ist jetzt. Jetzt sagst du nichts. Was sagt denn der Herr Franz Bieberkopf von Profession Großschnauze? Du hast mal unter das Auto geschmissen. Das hast du getan. Und wenn du auch so ein Ochse bist und dich auf mir einlässt? Ein Ochse? Hast du nicht gemerkt, dass du ein Ochse bist? Du bist ein Buch in der Irrenanstalt. Und mir geht's gut. Na, wer ist denn nur der Ochse? Jetzt kämpft er mit mir. Zeig, wer du bist. Franz Bieberkopf. Bieberköpfchen, wa? War manchmal bloß so verbissen in dir. Jetzt komm doch. Zeig, wer du bist. Hast du Kraft? Ich hätte nicht kämpfen sollen mit dir. Mensch, du reizt mal. Du trittst mal noch immer. Mensch, du bist ja ein Verfluchter. Ich hätte es nicht tun sollen. Gegen dir komme ich nicht auf. Ich hätte es nicht tun sollen. Musst du haben, Franz. Kraft. Weg mit dir. Weg. Ich will einen anderen sehen. Kann denn kein anderer kommen? Wart nur. Gleich kommt ein anderer. Wer kann jetzt was? Wer hat gesiegt? Franz. Ich hab mich gesiegt. Das weiß ich. Ich hab nicht gesiegt. Talking so brave and so sweet. Das war der größte Lump, den es auf der Welt gibt. Haben Sie verstanden? Der hat mal getriezt und gereizt, bis ich nicht mehr ein noch ausgewusst habe. So hat er mir getriezt und gereizt. Ida, es ist schön, dass du kommst. Mir ist es schlecht gegangen, weißt du? Ich sitze jetzt hier in Buch in der Irrenanstalt. Weißt du, wo das ist? Zur Beobachtung. Oder vielleicht bin ich auch schon verrückt. Ida, komm doch. Dreh mal doch nicht den Rücken zu. Was macht die hier? Die steht hier wohl in der Küche. Oder was? Ja, steht in der Küche, das Mädel. Wäscht der Teller, puzzelt überall rum, steht in der Küche.
were famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but Aber was knickten die immer so zusammen? Die knickt doch immer auf eine Seite, als ob sie einen Hexenschuss hat. Was hat die denn? Die knickt immer so zusammen, als ob sie eine haut. Als ob sie eine haut, Mensch! Mensch, du hau die doch nicht, Mensch! Mensch, das ist doch unmenschlich! Lass doch das Ding sein! Mensch, hau doch ab, Mensch! Lass doch das Ding sein! Hau doch ab, Mensch! I don't need you and all of that jiving. Wer haut dir denn so? I don't mean to suggest that I loved you the best. Steh doch mal gerade. Can't keep track of each fall. Die knickt doch mal zusammen. Die kann ja nicht mehr gerade stehen. Steh doch mal gerade, Mädel. You well in Chelsea Hotel. That's all I don't Jeder Mensch. Dreh da doch mal um und gib mir doch mal an, Mensch. Wer haut dir denn so fürchterlich? Du, Franz? Du hast mich ja totgehauen. Nee. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das ist gerichtlich bewiesen. Ich habe nur Körperverletzung. Ich bin nicht schuld daran. Sagt es nicht, Ida.
Es ist zu feiern, was der Schmerz mit Franz Bieberkopf tut. Hier ist zu sprechen von der Vernichtung, die der Schmerz vollbringt. Abbrechen, niederkappen, niederwerfen, auflösen. Das tut er. Jegliches hat seine Zeit. Würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, suchen und verlieren, zerreißen und zumachen. Es ist die Zeit zum Würgen, klagen, suchen und zerreißen. Franz ringt und wartet auf den Tod, auf den gnädigen Tod. Er denkt, der Tod, der gnädige, beendende, naht jetzt. Gestorben ist in dieser Abendstunde Franz Bieberkopf, ehemals Transportarbeiter, Einbrecher, Ludewig, Totschläger. Ein anderer ist in dem Bett gelegen, in dem er vorher gelegen war. Der andere hat dieselben Papiere wie Franz, sieht aus wie Franz, aber in einer anderen Welt trägt er einen anderen Namen. Das also ist der Untergang des Franz Bieberkopf gewesen, den ich beschreiben wollte, vom Auszug Franzens aus der Strafanstalt Tegel bis zu seinem Ende in der Irrenanstalt Buch im Winter 1928/29.
Herr Bieberkopf, Sie waren nach dem Tode Ihrer geliebten Emilie Kasunke geistig erkrankt. Aber wie die Gutachten sagen, sind Sie jetzt wieder ganz hergestellt und vernehmungsfähig. Die Tote, die Sie wohl Mieze nannten, hatte sie Ihrer Ansicht nach ein Verhältnis mit dem Angeklagten? Wissen Sie, wir waren gut befreundet, der Angeklagte und ich. Aber der hat eine furchtbare, unnatürliche Sucht nach Frauen gehabt. Und so ist es gekommen. Meinen Sie, er wäre so etwas wie ein Sadist gewesen? Wollen Sie das so verstanden wissen? Ob er Sadist von Anlage war, das weiß ich natürlich nicht. Ich vermute, die Mieze, die wird sich dem Reinhold widersetzt haben in Freienwalde. Und da hat er in seiner Wut getan. Hm? Wissen Sie was von seiner Jugend? Nee, Herr Richter. Da kannte ich ihn nicht. Erzählt hat er Ihnen auch nichts? Hat er getrunken? Ja, damit ist es so. Früher, da hat er nicht getrunken. Aber zuletzt, da hat er damit angefangen. Wie viel weiß ich nicht. Früher hat er kaum einen Schluck Bier vertragen. Nur Brause und Kaffee. Der Herbert ist verschütt gegangen. 2 Jahre Knast hat er gekriegt. Wir haben so einen Jagdschein gegeben. Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Paragraph 51. Aber ich bin schwach, Eva. Du weißt ja, Anstaltskost ist Anstaltskost. Das Kleine in deinem Bauch, das ist nicht mehr. Der Angeklagte Gottfried Meck wird des Verdachtes der Mittäterschaft am Mord der Emilie Kasunke freigesprochen. Der Angeklagte Reinhold Hoffmann wird wegen Totschlags an der Prostituierten Emilie Kasunke zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nein! Mörder! Das Gericht hat auf Totschlag im Affekt entschieden. Ich verlese Ihnen jetzt die Urteilsbegründung. Er ist Hilfsportier in einer Fabrik. Was ist denn das Schicksal?
Eins ist stärker als ich. Wenn wir zwei sind, ist es schon schwerer, stärker zu sein als ich. Wenn wir 10 sind, noch schwerer. Und wenn wir 1000 sind und 1 Million, dann ist es ganz schwer. Aber es ist auch schöner und besser, mit anderen zu sein. Da fühle ich und weiß ich alles noch einmal so gut. Ein Schiff liegt nicht fest ohne großen Anker und ein Mensch kann nicht sein ohne viele andere Menschen. Was wahr und falsch ist, das werde ich jetzt besser wissen. Lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Ich halte die Ohren auf und fahr so bald nicht ran. Darum rechne ich alles nach. Und wenn es soweit ist, mir passt, dann leg mal danach richten. Dem Mensch ist gegeben die Vernunft. Die Ochsen bilden stattdessen eine Zunft. Bieberkopf tut seine Arbeit als Hilfsportier, nimmt die Nummern ab, kontrolliert Wagen, sieht, wer rein und rauskommt. Wach sein. Wach sein, es geht was vor in der Welt. Die Welt ist nicht aus Zucker gemacht. Wenn Sie Gasbomben werfen, muss ich ersticken. Ich weiß nicht, warum Sie geschmissen haben. Aber das ist ja auch nicht nötig. Man hat Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Wenn Krieg ist und Sie ziehen ihn ein und er weiß nicht warum und der Krieg ist auch ohne ihn da, so ist er schuld und ihm geschieht Recht. Wach sein. Wach sein, man ist nicht allein. Die Luft kann hageln und regnen, dagegen kann man sich nicht wehren, aber gegen vieles andere kann man sich wehren. Da wird er nicht mehr schreien wie früher, das Schicksal, das Schicksal. Das muss man nicht als Schicksal verehren. Man muss es ansehen, anfassen und zerstören. Wach sein, Ohren auf, aufgepasst. 1000 gehören zusammen. Wer nicht aufpasst, der wird ausgelacht. Oder zur Strecke gebracht. Die Trommel wirbelt hinter ihm. Marschieren, marschieren. Wir ziehen in den Krieg mit festem Schritt. Es gehen mit uns 100 Spielleute mit. Morgenrot, Abendrot. Leuchtest uns zum frühen Tod. Die Reihen dicht geschlossen.